Hallo zusammen! Heute zeige ich euch, wie ihr so einen viereckigen, durchbrochenen Korb aus alten Zeitungen machen könnt. Legen wir ohne viele Worte direkt los. Wie immer starten wir mit der Vorbereitung des Materials, also mit dem Herstellen der Zeitungsröhrchen. Ich werde in diesem Video nicht am Detail darauf eingehen, wie man diese Zeitungsröhrchen macht, welche Fehler man beim Drehen vermeiden sollte, womit und wie man sie färbt und wie man sie fürs Flechten vorbereitet. Über all diese Schritte habe ich in meinen vorherigen Tutorials ausführlich gesprochen. Falls du sie noch nicht gesehen hast, schau unbedingt in die Videobeschreibung, dort findest du die Links zu diesen ausführlichen Tutorials. Hier sind die technischen Daten meiner Zeitungsröhrchen für dieses Projekt. 13 cm breite und 45 cm lange Papierstreifen, gewickelt auf eine 1,5 mm Stricknadel. Die Röhrchen sind mit diesem Farbrezept gefärbt. Für einen Korb in dieser Größe habe ich ungefähr 300 Zeitungsröhrchen gebraucht. Also dann, los geht's mit dem Flechten. Das Flechten eines viereckigen Korbes beginnt mit dem Flechten des Bodens. Zuerst markiere ich die Grenzen der Breite und Länge des Korbes. Außerdem habe ich eine Form vorbereitet, die ich umflechten werde, damit die Wände des Korbes gleichmäßig sind. Also stelle ich die Zeitungsröhrchen entlang der markierten Breite auf. Achte auf die Anzahl der Ständer. An den Rändern bestehen die Ständer aus 2 Zeitungsröhrchen, während die restlichen aus 4 bestehen. Warum genau so, erkläre ich gleich. Aber erst einmal gibt es noch einen weiteren Punkt. Meine Zeitungsröhrchen sind ziemlich kurz. Diese kleinen Enden ragen kaum über die markierte Grenze hinaus. Damit der Übergang zum Flechten der Wände später einfacher wird, sollten die Enden außerhalb der Grenze viel länger sein. Deshalb habe ich beschlossen, die Ständer gleich zu verlängern, bevor ich mit dem Boden beginne. Das Verlängern der Zeitungsröhrchen funktioniert immer gleich. Auf die breite Spitze eines Röhrchens kommt ein kleiner Tropfen Alleskleber. Das Ende des anderen Röhrchens wird angespitzt. Dann wird die spitze Seite bis zum Anschlag in die breite Seite geschoben. Genauso wird später auch während des Flechtens verlängert. Alles identisch. Also, nachdem ich die Länge aller Röhrchen für die Ständer verlängert habe, stelle ich die Ständer neu auf. Damit die Zeitungsröhrchen sich nicht verschieben, fixiere ich die Ständer mit Malerkrepp. Achte darauf, dass die Abstände zwischen den Ständern möglichst gleichmäßig sind, bevor du das Malerkrepp festklebst. Noch einmal schau, ich habe alle Ständer so angeordnet, dass die Enden gleichmäßig sowohl oben als auch unten über die markierte Grenze hinausragen. Und nachdem die vertikalen Ständer alle aufgestellt sind, ist es Zeit zu flechten und gleichzeitig die herausragenden Ständer an den Seiten zu formen. Dann werden all diese über die Grenzen hinausragenden Ständer nach oben steigen und als Ständer für die Wände des Korbes dienen. Deshalb müssen wir die herausragenden Schwänzchen auf allen 4 Seiten in einer anständigen Länge lassen. Die Breite meines Rechtecks ist noch breiter als die Höhe, deshalb verlängere ich gleich 3 Zeitungsröhrchen. Dann werden an den Seiten ausreichend lange Schwänzchen herausragen. Ich beginne mit dem Flechten des Musters Cartoon, ein einfaches Abwechseln der Röhrchen. Das Röhrchen wird abwechselnd über und unter den Ständern platziert. Ich flechte so die erste Reihe und lasse die Enden an den Seiten herausragen. Die zweite Reihe flechte ich ebenfalls mit einem super langen Röhrchen. Ich habe wieder 3 Röhrchen verbunden. In der zweiten Reihe wechsle ich die Anordnung. Wenn das Röhrchen in der ersten Reihe über dem Ständer war, sollte es in der zweiten Reihe unter dem Ständer sein. Ich beende die zweite Reihe und lasse wieder die Schwänzchen an den Seiten herausragen.
Und so sieht das Ergebnis aus. 2 Reihen geflochten und an den Seiten ragen jeweils 2 lange Schwänzchen heraus. Nun, die dritte Reihe beginnen wir mit ein paar kleinen Änderungen. Momentan brauchen wir die langen Schwänzchen nicht mehr, also führe das Röhrchen so ein, dass, wenn es einen Schwänzchen gibt, es ganz klein ist. Flechte die Reihe bis zum Ende und am Ende machen wir eine Wendung. Direkt nach der Wendung beginnen wir eine neue Reihe zu flechten, aber in die andere Richtung. Schau, wir werden weiterhin reinflechten und Wendungen machen, bis wir ungefähr den gleichen Abstand wie zwischen den vertikalen Ständern geflochten haben. Das heißt, wir orientieren uns am Abstand zwischen den vertikalen Ständern. Angenommen, ich habe einen Abstand von etwa 2 cm zwischen ihnen. Das bedeutet, ich muss die Höhe mit Wendungen ebenfalls auf etwa 2 cm flechten. Sobald das erledigt ist, werde ich wieder ein paar Reihen mit herausragenden Schwänzchen flechten. Das heißt, ich forme damit neue Ständer auf beiden Seiten. Und sobald die neuen Ständer geformt sind, werde ich weiterhin Reihen mit Wendungen flechten. Das ist eine kurze Erklärung des Prinzips des Flechtens eines quadratischen Bodens. Ich verstehe, dass das in Worten etwas seltsam und nicht besonders klar klingen kann. Also schau einfach das Video und alles wird klar. Und jetzt lass mich versuchen zu erklären, warum die Anzahl der Röhrchen in den äußeren Ständern unterschiedlich ist. Vielleicht hast du es dir schon gedacht. Schau, nach der Idee wird es an den Rändern des Korbes ein durchbrochenes Muster geben. Das ist das Netz. Genau dieses Netz wird nur mit Ständern gemacht. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Anzahl der Ständer überall gleich ist. Überall und nicht zu vergessen, auch an den Ecken. Jetzt klingt das vielleicht ein bisschen absurd, da wir hauptsächlich 4 Röhrchen in den Ständern haben, aber an den Rändern sind es aus irgendeinem Grund nur 2 Röhrchen. Aber in Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Sobald wir den Boden des Korbes geflochten haben, werden all diese herausragenden Schwänzchen in den Ständern nach oben steigen. Und genau an den Ecken werden die Röhrchen zu einem Ständer zusammengeführt, der letztendlich 4 Röhrchen haben wird. Uff, ich hoffe, ich konnte die Logik erklären. Wenn das für dich immer noch ein Rätsel ist, mach dir keine Sorgen. Sobald ich den Boden geflochten habe, werde ich dir anschaulich zeigen, wie die Röhrchen an den Ecken zu einem Ständer zusammengeführt werden. Also wie du sehen kannst, habe ich bereits begonnen, die seitlichen Ständer zu formen. Das heißt, ich flechte die Reihen weiterhin so, dass die langen Enden an den Seiten herausragen. Wie du sicher schon bemerkt hast, bestehen nur die äußeren Ständer an den Rändern aus 2 Röhrchen, während alle anderen Ständer aus 4 Röhrchen bestehen müssen. Wie das genau funktioniert, siehst du am Video. So, schauen wir uns an, wie unser fast fertiger Boden aussieht. Die Ständer bestehen aus jeweils 4 Röhrchen, nur an den Rändern sind es 2. Und das war's. Nach diesem Prinzip flechte ich den Boden weiter, bis ich die gewünschte Höhe erreiche, nämlich bis zur markierten Grenze. Lass mich dir noch ein bisschen den Prozess am Zeitraffer zeigen.
So, jetzt habe ich den rechteckigen Boden fast komplett fertig. Ich bin ein wenig über das markierte Maß hinausgegangen, aber das lässt sich leicht korrigieren. Ich lasse auf einer Seite oben links ein herausragendes Röhrchen stehen. Beim Flechten der Wände werde ich später einfach ein fehlendes Röhrchen in den Ständer hinzufügen. Solange die Röhrchen noch feucht sind, kann man außerdem schnell alles ein wenig verschieben, um innerhalb der markierten Grenze zu bleiben. Und das war's. Lass uns kurz zusammenfassen, wie die Ständer nun aufgeteilt sind. Die Anzahl der Röhrchen in den Ständern ist noch etwas durcheinander, aber beim Flechten der Wände wird das alles ausgeglichen. Also überall sind es 4 Röhrchen pro Ständer, nur an den Ecken sind es 2 mit ein paar kleinen Ausnahmen. So, der Boden ist fertig, jetzt geht's an die Wände. Ich befestige den geflochtenen Boden direkt an der Form. Bevor ich mit dem Flechten der Wände beginne, mache ich eine kleine Pause. So können die Ständer in aufrechter Position ein wenig trocknen. Hier beginne ich, die äußeren Ständer an den Ecken miteinander zu verbinden. Und damit die Ständer eng an der Form anliegen, fixiere ich sie mit einem elastischen Verband. So können die Ständer in aufrechter Position etwas trocknen, was das Flechten der Wände erleichtert. Nach ungefähr einer halben Stunde habe ich angefangen, die Wände zu flechten. Die Ständer sind noch etwas feucht. Wie immer markiere ich den Ständer, an dem ich mit dem Flechten beginne. Und die erste Reihe flechte ich mit dem mustergerader Zopf mit 3 Röhrchen. Rechts neben dem markierten Ständer schiebe ich das erste Arbeitsröhrchen direkt ins Geflecht hinein. Die beiden anderen Arbeitsröhrchen stecke ich auf die gleiche Weise rechts neben die benachbarten Ständer. Und dann beginne ich sofort mit dem Flechten. Eine kurze Erklärung zu diesem Muster. Dieses Muster wird mit 3 Arbeitsröhrchen geflochten. Zuerst liegt das äußerste linke Röhrchen über den beiden anderen Arbeitsröhrchen, wird über 2 Ständer hinweggeführt und hinter den dritten Ständer gelegt. Sobald es hinter den Ständer gelegt wurde, lässt man es los und wiederholt das gleiche nacheinander mit jedem linken Röhrchen. Dieses Muster wird bis zum Ende der Reihe geflochten, also bis wir wieder am markierten Ständer angekommen sind. Beim Flechten der ersten Reihe richten wir außerdem alle Ständer auf, falls sie umgekippt sind. Das unterschiedliche Röhrchenanzahl in den Ständern an den Ecken ignorieren wir vorerst und flechten einfach weiter. Übrigens empfehle ich, das Verlängern immer dort zu machen, wo das Arbeitsröhrchen hinter einem Ständer liegt. So befinden sich alle Verbindungsstellen innerhalb des Korbes, also auf der Rückseite. Auf der Vorderseite wird nichts zu sehen sein. Dieser kleine Trick verbessert das Erscheinungsbild des Korbes erheblich. Und das war's. Wir flechten weiter bis zum Ende der Reihe. Eigentlich hatte ich geplant, dieses Muster mindestens 3 Reihen lang zu flechten. Aber während des Flechtens habe ich meine Meinung geändert. Der Punkt ist, dass ich dieses Muster für seine, nennen wir es Tarnfähigkeit, mag. Beim Flechten mehrerer Reihen kann man verschiedene Manipulationen mit den Ständern vornehmen und das wird überhaupt nicht auffallen. Es ist also perfekt, um überflüssige Röhrchen, Schwänzchen in den Ständern zu entfernen oder neue hinzuzufügen. Aber es gibt einen großen Nachteil dieses Musters. Es verbraucht viele Zeitungsröhrchen. Der Verbrauch ist wirklich hoch, da gleichzeitig 3 Röhrchen verwendet werden, aber die Höhe einer Reihe kaum größer ist als beim sparsamsten Muster Saikatum. Kurz gesagt, ich wollte diesen Korb an einem Abend fertigstellen und ich hatte nur 300 Röhrchen befeuchtet und für das Flechten vorbereitet. Während des Flechtens wurde ich nervös, weil ich befürchtete, dass die vorbereiteten Röhrchen nicht ausreichen würden. Deshalb habe ich beim Flechten der ersten Reihe mit dem Muster Tsugerader Zopf mit 3 Arbeitsröhrchen entschieden, auf ein sparsameres Muster umzusteigen, sonst würde ich es an einem Abend nicht schaffen. Also bin ich nach der ersten Reihe auf das Muster gerader Zopf mit 2 Arbeitsröhrchen umgestiegen. Es ist nicht das sparsamste, aber bei diesem Muster sind die Ständer viel stabiler fixiert als bei der Cartoon.
Das Muster wird mit 2 Arbeitsröhrchen geflochten, sodass der Ständer gleichzeitig vorne und hinten umwickelt wird. Und wenn man sich Mühe gibt, sind Manipulationen mit den Ständern ebenfalls kaum sichtbar. Also, schau mal, ich habe die erste Reihe geflochten und bin zum markierten Ständer zurückgekehrt. Für das neue Muster müssen 2 Röhrchen bleiben. Das dritte brauchen wir nicht mehr. Das ganz linke Röhrchen schneide ich einfach ab und verstecke das Ende I am Geflecht, links von der markierten Ständer. Das Muster Sopf aus 2 Röhrchen wird ähnlich geflochten, ist aber viel einfacher. Es beginnt wieder mit dem ganz linken Röhrchen. Wir legen es über das andere Arbeitsröhrchen, lassen einen Ständer aus und führen es hinter den nächsten Ständer. Dann setzen wir das Flechten dieses Musters fort. Ich habe mich entschieden, noch eine Reihe zu flechten, um die Ständer besser zu fixieren. Und erst in der dritten Reihe werde ich die Ständer an den Ecken in Ordnung bringen. Also, schau mal. Ich flechte bereits die dritte Reihe mit dem Muster Süggerader Zopf aus 2 Arbeitsröhrchen. Und genau jetzt bin ich an der Ecke angekommen, wo dieses kleine Röhrchenende herausragt. Dieses Ende brauchen wir überhaupt nicht, also schneide ich es einfach ab und flechte weiter bis zur nächsten Ecke, wo wir 3 Röhrchen haben. Also hier ist die Ecke mit 3 Röhrchen, kein Problem. Ich stecke einfach noch ein Röhrchen ins Geflecht und das war's. Das Ende, das ganz am Schluss herausragt, wird einfach abgeschnitten. So, jetzt haben alle Ständer 4 Röhrchen, alles ist absolut einheitlich. Also flechte ich noch eine Reihe, bevor es zum spannendsten Teil übergeht. Okay, das war's. Ich bin zufrieden mit der Höhe des Korbbodens und es ist Zeit, ein neues Muster zu flechten. Wie ich bereits erwähnt habe, wird das Muster, das an ein Netznetz erinnert, nur mit den Ständern geflochten. Arbeitsröhrchen brauchen wir hier nicht. Ich beende die Reihe und verstecke die Enden der Arbeitsröhrchen einfach hier am Geflecht, links von den Ständern. Alle herausragenden Enden werde ich erst ganz am Schluss ankleben und abschneiden, wenn der Korb vollständig fertig ist. So ist es für mich einfacher. Ich kümmere mich um alle Enden auf einmal, ganz am Schluss. Also dann lass uns das Netzmuster aus den Ständern formen. Ehrlich gesagt, ich habe dieses luftige Muster vorher nur ein paar Mal ausprobiert und es hat nie so richtig geklappt. Diesmal lief es etwas besser, aber ich habe trotzdem oft Fehler gemacht und musste korrigieren. Das Wichtigste bei diesem Muster ist, dass alle Röhrchen richtig positioniert sind. Wie du siehst, teile ich jeden Ständer in 2. Dann neige ich sie in einem Winkel von etwa 45 Grad und kreuze sie einfach mit den benachbarten Ständern. Dabei ist es zufällig so gekommen, dass das linke Paar Röhrchen beim ersten Überkreuzen oben lag. Genau das sollte man sich merken und dann alle weiteren Ständer genauso neigen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das besser in Worte fassen soll, aber im Video ist es ganz gut zu sehen.
Also verrate ich dir stattdessen einen kleinen Trick, der mir diesmal geholfen hat, das Muster schön und einfach zu formen. Schau mal, das ganze Geheimnis liegt darin, dass die Ständer feucht sein müssen. Dann lassen sie sich viel leichter und geschmeidiger biegen. Und außerdem knicken sie als Doppelpaar nicht so leicht ein und bleiben gleichmäßiger. Als ich dieses Muster das erste Mal ausprobiert habe, waren meine Ständer trocken. Trockenes Material zu biegen ist ziemlich mühsam und wenn man es nicht vorsichtig macht, kann es stark knicken. Dadurch sah das ganze Werkstück eckig und unsauber aus. Genau deshalb wollte ich diesen Korb an einem Abend flechten, um meine Vermutungen zu überprüfen. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass ich richtig gedacht habe. Feuchte Ständer lassen sich wirklich viel leichter neigen. Und das Einzige, worauf ich achten musste, war, dass die Röhrchen korrekt und gleichmäßig angeordnet waren. Und hier noch ein Tipp: Falls deine Ständer während des Flechtens doch austrocknen, kenne ich ein paar Tricks, um das zu korrigieren. Ich erzähle dir von 3 Methoden. 2 davon nutze ich regelmäßig. An die 3. denke ich meistens erst, wenn es zu spät ist. Die erste Methode ist der komplette Austausch aller Ständer. Das bedeutet, dass alle trockenen Ständer abgeschnitten und durch neue, feuchte Röhrchen ersetzt werden. Kleiner Spoiler: Bei diesem Projekt habe ich diese Methode am Ende für den Randabschluss genutzt. Diese Methode hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein Vorteil: Sie ist schnell und einfach. Der Nachteil: Sie ist nicht immer zuverlässig. Wenn ich diese Methode anwende, flechte ich normalerweise noch ein paar Reihen, damit die neuen Ständer besser am Geflecht fixiert werden. Oder ich nutze sie, um den Randabschluss zu formen. Aber in diesem Fall wollte ich sie nicht einsetzen. Ich wusste, dass die geflochtene Basis des Korbs nicht hoch genug war, um neue Röhrchen sicher zu fixieren. Und ich hätte die Röhrchen beim Netzmuster nicht mehr richtig nachziehen können. Deshalb habe ich die Ständer beim Flechten des Bodens bewusst länger gelassen, um später keine neuen einsetzen oder verlängern zu müssen. Aber ich hatte noch eine zweite Methode parat, um die Ständer wieder zu befeuchten. Diese Methode verwende ich viel öfter als die erste. Man muss die Ständer einfach nur erneut anfeuchten. Genauso wie man gefärbte Zeitungsröhrchen durch kurzes Eintauchen in warmes Wasser wieder befeuchten kann, geht das auch mit dem gesamten Werkstück. Aber auch diese Methode hat Vor- und Nachteile. Ein klarer Vorteil: Sie ist einfach und spart Material. Der Nachteil: Nicht nur die Ständer werden feucht, sondern wahrscheinlich das ganze Werkstück. Ich kann dir sagen, nur die Ständer zu befeuchten ist ziemlich schwierig. Oft wird mindestens ein Teil des Geflechts feucht, wenn nicht sogar das gesamte Stück. Deshalb sollte man darauf vorbereitet sein, dass sich lockere Enden oder ungeklemmte Röhrchen lösen könnten, falls das Flechtwerk nicht sehr dicht ist. Deshalb klebe ich vor dem erneuten Anfeuchten der Ständer in warmem Wasser mindestens alle abstehenden Enden fest. Und es gibt noch eine Methode, eigentlich die einfachste, aber ich vergesse sie irgendwie ständig. Die Idee ist ganz simpel. Die feuchten Ständer einfach nicht austrocknen lassen, während das Werkstück geflochten wird. Ganz so wie wir Zeitungsröhrchen in eine Tüte oder Haustierwindeln einwickeln, damit sie nicht austrocknen, kann man auch die Ständer einpacken, damit sie nicht zu schnell Feuchtigkeit verlieren. Die einfachste Lösung ist, über jedes Röhrchen einen Cocktailstrohhalm zu stülpen. Allerdings muss man einen Trinkhalm mit genau dem richtigen Durchmesser finden, nicht zu weit, damit er gut anliegt, aber auch nicht zu eng. Und klar, als es noch Plastikstrohhalme gab, konnte man damit die Feuchtigkeit viel länger halten und sie auch für andere Projekte wiederverwenden. Mit Papierstrohhalmen klappt das bei mir leider nicht und ich finde einfach keine mit dem passenden Innendurchmesser. Die Strohhalme sitzen dann viel zu locker und schützen kaum vor dem Austrocknen. Deshalb vergesse ich diese Methode immer wieder. Erst muss man sich auf die Suche nach den passenden Trinkhalmen machen und dann darf man nicht vergessen, dass man sie hat. Jeden Ständer einzeln in Frischhaltefolie oder eine Plastiktüte zu wickeln, nicht wirklich eine Option, viel zu aufwendig und außerdem nicht gerade umweltfreundlich, finde ich. Beim Flechten dieser Korbwand habe ich daher 2 Möglichkeiten in Betracht gezogen. Erstens, ich musste es schaffen, den Boden und die Basis zu flechten, bevor die Ständer austrocknen. Und hurra, ich habe es rechtzeitig geschafft. Wäre ich zu langsam gewesen, hätte ich einfach den ganzen Korb noch einmal befeuchtet. Und du kannst dir jetzt aussuchen,
welche Methode dir am besten gefällt. Okay, also ich habe jetzt die Ständer geneigt und miteinander verflochten. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wie dieses Muster aussehen würde, wenn ich es sozusagen abschließen würde. Mir gefiel die Höhe des Musters nicht so ganz, also beschloss ich, sie noch etwas zu vergrößern, indem ich die Ständer weiter oben verflocht. Die zweite Reihe, wenn man sie so nennen kann, war viel einfacher zu formen. Ich erzähle dir, woran ich mich orientiert habe, um nicht durcheinander zu kommen. Schau mal, jetzt sind die Rauten I am Muster schon gut zu erkennen. Diese Rauten sollten an bestimmten Stellen liegen. Genauer gesagt sollten ihre Ecken bzw. die Kreuzungspunkte der Röhrchen in jeder Reihe auf einer Linie liegen. Dann wird es einfacher, sich zu orientieren und wenn nötig, kann man die Röhrchen leicht verschieben, damit alles schön gerade ist. Im Grunde ist an diesem Punkt schon klar, wie dieses durchbrochene Muster weiter geflochten wird. Also lass uns direkt zum Teil übergehen, indem wir dieses Muster abschließen und noch ein paar Reihen für die Stabilität hinzufügen. Nun gut, es ist an der Zeit, dieses Muster abzuschließen. Um das luftige Muster zu beenden, werde ich die Ständer wieder zusammenführen, sodass jeder aus 4 Röhrchen besteht und dann einige horizontale Reihen flechten. Im Moment sieht es vielleicht ein wenig chaotisch aus, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm, wie es scheint. Schau, wenn man alles etwas ausrichtet und sich eine vertikale Linie vom Beginn des Musters vorstellt, kann man gut erkennen, wo sich die Ständer getrennt haben. Und genau an dieser Stelle, wo sie auseinandergegangen sind, müssen sie wieder zusammengeführt werden. Dafür nehme ich 2 Röhrchen, falte sie in der Mitte, sodass ich sofort 2 Arbeitspapierröhrchen habe, mit denen ich die horizontalen Reihen flechten kann. Ich verbinde die Ständer und richte sie so aus, dass sie wieder senkrecht stehen. Dann umfasse ich den Ständer mit den neuen Arbeitspapierröhrchen und beginne das Muster gerader Zopf mit 2 Röhrchen. Im Grunde war es das schon. Während des Flechtens verbinde ich die Röhrchen zu Ständern und umfasse sie direkt. Ja, die erste Reihe ist etwas knifflig. Man muss die Ständer nicht nur richtig zusammenführen und umflechten, sondern auch darauf achten, dass die Reihe exakt waagerecht verläuft. Da die Ständer aber noch leicht feucht sind und die erste Reihe sozusagen ickfrei ist, kann man in der zweiten oder sogar dritten Reihe noch einiges verschieben, nachjustieren und das Muster endgültig ausrichten. Also habe ich beschlossen, mehrere Reihen zu flechten und dabei sowohl die Anzahl als auch das Muster des Korbbodens zu wiederholen. Das heißt, ich flechte 3 Reihen mit dem gerader Zopf mit 2 Röhrchen und dann eine Reihe mit dem gerader Zopf mit 3 Röhrchen, sodass das Muster des Bodens gespiegelt wird. Ich denke, es macht wenig Sinn, den gesamten Prozess zu zeigen. Du weißt bereits, wie das funktioniert. Also zeige ich dir lieber, was ich als nächstes gemacht habe. Also, ich habe 3 Reihen mit dem gerader Zopf mit 2 Röhrchen und eine Reihe mit dem gerader Zopf mit 3 Röhrchen geflochten. Nun ist es an der Zeit, das Flechten abzuschließen. Wie immer schließen wir die Reihe so ab, dass weder Anfang noch Ende sichtbar ist. Der Abschluss dieses Musters beginnt mit dem rechten Arbeitsröhrchen. Dieses wird links von der dritten Ständer in das Geflecht eingeführt. Das nächste rechte Arbeitsröhrchen wird links von der zweiten Ständer eingeführt. Und das letzte Arbeitsröhrchen wird ebenfalls links eingeführt, aber diesmal bei der ersten, also der markierten Ständer. So, die Reihen sind fertig und der Korb ist fast vollendet. Jetzt fehlt nur noch der Randabschluss. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber ich wollte einen neuen Randabschluss ausprobieren. Leider habe ich ihn auch diesmal nicht verstanden. Ich habe es immer wieder neu geflochten, aber trotzdem nicht durchschaut, was ich da eigentlich fabriziert habe. Kurz gesagt, es hat nicht geklappt. Damit ich dich nicht verwirre, empfehle ich lieber einfachere und verständlichere Randabschlüsse. Ich habe dazu mehrere Tutorials gemacht und sie in einer eigenen Playlist zusammengestellt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Aber
lass mich trotzdem kurz erklären, was ich hier im Video gerade mache. Erinnerst du dich? In der Mitte des Videos habe ich gesagt, dass man alte, trockene oder kurze Ständer manchmal durch neue ersetzen kann. Genau das mache ich gerade. Meine Ständer sind ziemlich kurz und auf solchen einen Randabschluss zu machen, ist nicht immer bequem. Deshalb habe ich es mir leicht gemacht. Die alten Ständer abgeschnitten und an ihrer Stelle neue, feuchte Röhrchen eingesetzt. Mit langen, feuchten Ständern hat man viel mehr Möglichkeiten für den Randabschluss. Also, wenn deine Ständer wie meine ausgetrocknet und auch noch kurz sind, empfehle ich, sie durch neue, feuchte zu ersetzen. Vergiss nicht, in die Playlist Randabschluss reinzuschauen und jetzt machen wir uns an die Griffe für diesen Korb. Und zum Schluss machen wir einfache Griffe für den Korb. Für einen Griff brauchen wir nur 8 Zeitungsröhrchen. 6 davon bilden den Griff selbst und mit 2 weiteren befestigen wir ihn am Korb. Das ist die einfachste Variante für Korbgriffe. Wir wählen eine Stelle aus, an der der Griff sitzen soll. Dank der Öffnungen am durchbrochenen Muster können wir die Röhrchen leicht hinter einen Teil des Korbs schieben. Schau, ich verbinde die kurzen Enden mit den langen. An dieser Stelle werde ich jetzt mit einem neuen Röhrchen ein paar Wicklungen machen, um die Enden zusammenzuhalten. Ich nehme ein neues Röhrchen und wickle es einfach um die Verbindungsstelle. Nach ein paar Wicklungen schneide ich die kurzen Enden ab, damit sie nicht herausstehen. Dann mache ich noch ein paar Wicklungen, um alles zu fixieren. Eine einfache Schlaufe, damit das Röhrchen besser hält. Und fertig. Die eine Hälfte des Griffs ist bereit. Jetzt wiederholen wir die gleichen Schritte für die andere Hälfte. Diese 6 Röhrchen kann man miteinander verdrehen, damit der Griff ordentlicher und interessanter aussieht. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, werden die Enden ebenfalls mit einem neuen Röhrchen umwickelt. Und das war's. Ein Griff ist fertig. Auf der gegenüberliegenden Seite des Korbs machen wir den zweiten Griff genau so. Die letzten Feinheiten. Alle überstehenden Enden klebe ich mit Sekundenkleber fest und schneide sie ab. Nicht nur an den Griffen, sondern auch an der Korbbasis, wo ebenfalls Enden darauf warten, verarbeitet zu werden. Diese habe ich genauso abgeschnitten und festgeklebt. Und der allerletzte Schritt ist die Lackierung des Korbs. Das ist der einfachste, aber dennoch ein sehr wichtiger Schritt. Nach dem vollständigen Trocknen wird der Korb dank des Holzlacks viel stabiler, langlebiger und vor Feuchtigkeit geschützt. Ja, du hast richtig gehört, auch wenn dieser Korb komplett aus Zeitungspapier geflochten ist, kann man ihn mit kaltem Wasser abwaschen. Ist das nicht großartig?
Also jeder wasserbasierte Holzlack ist dafür geeignet. Man kann den Holzlack mit Wasser verdünnen, um ihn flüssiger zu machen, oder ihn unverdünnt verwenden. Ich habe immer verdünnten Lack zur Hand, weil ich ihn als letzte Schicht zum Färben der Zeitungsröhrchen benutze. Deshalb bin ich es gewohnt, in mehreren Schichten mit verdünntem Holzlack zu lackieren. Es gibt noch ein paar Feinheiten, warum mir diese Methode besser gefällt, aber wahrscheinlich lohnt es sich, dazu ein eigenes Video zu machen. Schreib in die Kommentare, ob dich dieses Thema interessieren würde. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen hoch für meine Mühe, teile das Video mit deinen Freunden und abonniere den Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Ich wünsche dir viel kreative Freude. Bis zum nächsten Video. Tschüss.